So, moin moin, wir sind hier bei Lottermanns Bikes, Moin, moin. bei Mr. Lottermann himself, das steht sogar hier oben drauf, im wunderschönen Soltau oder in der Nähe von Soltau in der Lüneburger Heide, also ziemlich hoch im Norden, und wollen uns jetzt mal ein Motorrad angucken, was der Thomas uns gleich mal erklären wird. Thomas, erzähl erstmal, wenn wir uns das Bike hier angucken, was ist das für ein Grundmodell? Also das ist eine 2013er Slim. Eine sogenannte Softail Slim von Richtig. Harley. Slim hat Harley Davidson ja damals produziert, einfach als schmales Motorrad, also relativ schlank geformt. Schlank wie ich eben. Ne? Ja, schlank wie du, deshalb habt ihr auch den Tank ein bisschen verlängert wahrscheinlich, damit diese fließenden Formen genauso wie bei dir einfach da sind. Genau. Ist natürlich Organisch voll halt, ne? organisch gewachsen, würde ich sagen. Ja, genau. Auch das Motorrad ist ja nicht ganz organisch gewachsen, sondern das habt ihr umgebaut. Und das ist das, was natürlich sofort auffällt bei dem Motorrad, ist der breite 300er Hinterreifen. Erzähl mal, 300er Hinterreifen, den tackerst du dir natürlich nicht mal eben so da rein, sondern was muss man da machen? Die Schwinge verändern und wahrscheinlich noch viel mehr. Ja, genau. Das ist ein ganzes Breitreifen-Kit von uns. Das ist eine Schwinge dafür, die in der Lage ist, den breiten Reifen aufzunehmen und als Besonderheit hat, dass der Belt außerhalb am Rahmen vorbeilaufen kann. Dafür haben wir in Verbindung ein 63 mm Primärversatzkit, dass der dann praktisch rübersetzt und das ermöglicht, dass der 300er mittig in einer Spur zum Vorderrad ist. Das macht natürlich Sinn, weil wir kennen es aus den früheren Zeiten von vielen Motorrädern. Da wurden breite Reifen eingebaut. Die waren dann so 10 cm hinten außer Spur. Ja. Das heißt, der Vorderreifen war immer einseitig abgelaufen, weil man dagegen halten musste. Ja. Oder am Farker See zum Beispiel, die Einbahnstraße, das fuhr dann alleine, weil das Ganze so krumm war. Ja, genau. Dabei, ne? Und am besten kommst du mal eben nach hinten, weil das finde ich nämlich auch sehr cool mit der Kamera gleich. Während wir hier an der Seite natürlich, ich sag mal, die schöne Linie sehen, den geänderten Tank. Aber da können wir auch mal stoppen eben am Tank. Ja. Ich sehe das gerade, der Tank ist natürlich auch nicht original. Doch, der Tank selber ist noch der originale Tank, aber der ist beplankt, hat hier praktisch ein Blechkleid erhalten, verschweißt, verzinnt und hast du nicht gesehen und anschließend mit einem schönen Airbrush verkleidet. Genau, da passt ja natürlich der originale Sitz nicht mehr, also auch eine Sonderanfertigung. Das Heckteil natürlich auch eine Sonderanfertigung von euch. Das sind ja die Heckteile, die ihr dann auch in eurem Online-Shop verkauft. Richtig. Die man also, ich sag mal, für verschiedene Bikes nehmen kann. Was ich persönlich sehr cool finde, hier sind die Blinker und das Rücklicht sind eingelassen in das Heckteil. Hast natürlich zwei Vorteile. A, es sieht sehr cool aus und B, viele bauen ja die Blinker hier an die Seite ran. Wenn du dann aufsteigst, dann trittst du dir immer ab mit deinen unegalen Galoschen manchmal. Alles schon selbst gehabt. Also Ganz wirklich, nebenbei ist da hinten auch zugelassen. Ne? das ist natürlich ganz wichtig. Das muss TÜV haben und zugelassen sein. 300er Hinterreifen. Jetzt gucken wir uns die Felge an. Was ist das für eine Felge? Das ist eine Zero-Cool-Felge, nennt sich die. Das ist eine Felge aus unserer Produktion. Dreiteilig in diesem Fall, schwarz beschichtet mit einem sogenannten Kontrast-Cut. Das heißt, wenn schwarz ist, wird das anschließend nochmal auf eine Fräse aufgenommen und so ein paar schöne Design-Cuts reingefräst. Ne? Und was ihr natürlich noch gemacht habt da hinten, ihr habt die Bremse auf die linke Seite verlegt mit Richtig. der Zero-Cool-Bremse. Das heißt, man hat von der rechten Seite wirklich einen wunderschönen Blick hier auf die Felge oder in die Felge. Deshalb auch eine sehr kurze Auspuffanlage, damit hier die ganze Optik komplett zu sehen ist. Wenn wir uns die Front dann angucken, die ist ja eigentlich relativ original. Die ist relativ original. Wir haben sie komplett schwarz beschichtet. Schichten ein paar vakante Punkte als Chrom, weil kein Negerkampf im Dunkeln, sondern eben so ein paar Statements, nennen wir sie mal so, noch zu sehen sind. Einzig dafür auch ein passendes Vorderrad aus meiner Serie dafür. In diesem Fall hier auch ein 18 Zoll, damit er von hinten nach vorne passt. Ne? Ja, auf jeden Fall ein sehr cooler Style. Und du hast ja gerade gesagt, das ist ein 2013er Modell. Das heißt, es ist noch ein Twin-Cam-Motor. Wenn man so ein Bike jetzt umbaut, wie lange muss man dafür rechnen, wenn man so eine Idee hat und so ein Bike zu dir bringt, bis sowas fertig ist? Also, wenn man das gut vorbereitet, Zeug dabei, 6, 8 Wochen ist sowas fertig, ne? Dabei, ne? Super coole Geschichte. Eine Softail Slim mit 300er Hinterreifen. Front leicht umgebaut, das heißt die Gabel nur individualisiert, dadurch, dass ihr eben die Gabel schwarz gemacht habt. Passt sehr gut zu dem Motorrad. Ich freue mich, dass wir euch mal wieder ein Motorrad vorstellen konnten von Lottermanns Bike aus Soltau. Die Teile sieht man natürlich auch bei dir auf der Internetseite Natürlich. www.lottermanns-bikes.de.
Da kann man sich das ganze Zeug angucken. Ja, schön, dass du uns das Bike gezeigt hast. Ich freue mich, wenn wir irgendwann noch mehr Sachen von dir sehen und würde sagen, wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag noch. Ne? Alles klar, gleichfalls. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.